Hallo, mein Name ist Gabriel. Gemeinsam mit meiner Frau Lene renovieren wir seit 4 Jahren dieses Haus hier und wir nehmen euch dabei mit. Ja, also echt viel näher ran kommen wir jetzt nicht mehr, weil die Ketten vom Fahrzeug auch schon wieder abfallen. Wir werden es einmal so versuchen, das Ganze hier runter zu manövrieren. Das steht jetzt schon ein bisschen länger hier auf dem Hänger. Das ist alles jetzt gerade angefroren. Jetzt müssen wir da schauen, dass wir das Eis lösen, damit der Badebottich überhaupt zum Rutschen anfängt. So, es ist geschafft. Juhu! Fertig ist noch lange nicht, aber es steht zumindest am richtigen Platz. Ja, jetzt muss natürlich mal alles soweit vorbereitet werden, damit das Wasser dann eingelassen werden kann. Genau. Und Sigmund, was sagst du zu dem Bottich? Super. Bist du auch ein Wellness-Fan? Ja, natürlich. Du hast ja auch selbst eine Sauna. Ja. Da passt der Bottich gut dazu. Und ich möchte da so eins bauen, gell? Ja, jetzt bist du schon fast in Übung. Genau. Ja, der Badebottich steht, der ist bereit zur Inbetriebnahme. Die Männer sind noch draußen. Ich werde jetzt das Essen vorbereiten, beziehungsweise habe schon den Großteil gemacht. Hier haben wir mal die Salate. Und hier haben wir dann Cordon Bleu. Kartoffelpüree ist im Werden. Ja, die Arbeit für heute ist getan. Das Hot Tub, das Badefass steht dort, wo es soll. Also gibt es jetzt was zum Essen. Mahlzeit. So, ihr Lieben, ihr seht, es ist draußen kalt, ich meine dunkel, kalt auf jeden Fall auch. Eigentlich sind wir in Feierabendstimmung, aber es hilft ja nichts. Wir haben immer Projekte, die wir uns ja natürlich auch selbst antun, aber irgendwie macht es uns ja auch Spaß, nicht? Sonst würden wir es ja nicht machen. Ja, und natürlich hat das Ganze auch dann einen riesengroßen Vorteil. Und den seht ihr dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Genau. Es ist auf alle Fälle ein Winterprojekt, sollte auch noch so bald wie möglich abgeschlossen werden. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch noch kurz was erzählen. Wir haben nämlich heute ein Gespräch geführt. Gabriel hat mir auch was erzählt, wie es so in Amerika abgeht. Es ging einfach darum, wie viele Leute Schulden haben. Ja, fast jeder. Das scheint dort auch irgendwie zu der Gesellschaft oder zu der Kultur fast schon dazuzugehören. Ja, das Kreditkartensystem ist einfach anders aufgebaut. Nämlich, dass man einzahlt auf die Kreditkarte, um das Geld zu tilgen, was man mit ihr verbraucht hat. Und nicht so wie bei uns zum Beispiel, dass das direkt monatlich vom Konto abgezogen wird. Dadurch werden die Leute halt viel schneller in indirekte Konsumkredite getrieben. Bei uns muss man sich aktiv um einen Konsumkredit kümmern. Bei uns wird es ein bisschen einem schwerer gemacht, was auch gut Schulden zu machen, aber dennoch, glaube ich, ist die Tendenz leider in diese Richtung auch bei uns vorhanden. Ja, und immer weniger Angst oder immer weniger Respekt vor Schulden. Ja. Macht uns persönlich ein bisschen Sorgen, aber das ist halt auch unsere Meinung und wir wüssten aber gern auch
eure Meinung dazu. Genau. Schaut gerne in die Kommentare, wie es euch da so geht. Also ich muss sagen, mich hat das gerade ein bisschen geschockt. Mir war das so nicht bewusst. Ich denke, da gehört einfach eine gesunde Portion Selbstdisziplin dazu, etwas wirklich nur dann zu kaufen, wenn man das Geld dafür hat. Ihr seht, unsere Köpfe sind voll mit so Themen. Ja, das sind Themen, die uns interessieren und ja, auch zum Leben dazugehören. Aber jetzt müssen wir definitiv raus und was arbeiten, sonst wird es nichts mehr mit unserem Badefass. Das gehört auch definitiv dazu zum Leben. Ja, das ist unser Badefass. Wir haben das gebraucht erworben. Es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es hat seine Wehwehchen. Die werden wir jetzt aber reparieren, damit wir das Ding für diese Saison nutzen können. Dann habe ich dazu ja auch eine alternative Heizung. Die möchte ich auch noch einbauen. Einfach, dass wir zwei Möglichkeiten haben zum Heizen, nämlich mit einer Diesel-Wasserheizung, um vorheizen zu können, falls wir noch nicht zu Hause sind, und den Holzofen einfach wegen der Stimmung dann mit anzuwerfen. Und der hat halt auch mehr Leistung als die Dieselheizung. Grüß euch, wir sind wieder am Hot Tub tätig. Dieses Mal geht es darum, dass wir einmal innen drin auswaschen, putzen und dann können wir schon zum Füllen anfangen. Zum Füllen muss ich aber erst die zweite Heizmöglichkeit einbauen. Das wird spannend, das ist nämlich ein Konstrukt in meinem Kopf, das hat in echt noch nicht existiert. Das muss ich erst zusammenbauen und hoffen, dass ich keinen Denkfehler gemacht habe. Wasserspiele können starten. Ja, der Gabriel hat mich fast schon nass gemacht. Schadenfroh hat er gegrinst. Na, warte nur. So, der Wärmetauscher ist eingefädelt. Ab hier kommen dann Aluverbundrohre, die kommen hier raus, verlaufen dann dort hinüber. Dort installieren wir dann einmal Wartungseinheit mit Ausdehnungsgefäß, Absperrhähne, Wiederadapter auf PEX, bzw. Aluverbund Mehrschichtrohr. Und ich werde jetzt dann auch die Standheizung selbst holen, die wird wahrscheinlich auch hier hergeschraubt auf diese Dockerplatte. Ja, wie man sieht, wir sind auch sehr bedacht, dass das Ganze im Leichtbau passiert, deshalb sind hier Löcher drin. Das ist natürlich ein Blödsinn. Okay. So, der Sigmund ist so motiviert und baut sich jetzt auch ein eigenes Badefass. Ja, Was hat dich motiviert, dass du das jetzt selber machst? ja, das ist ein alter Traum gewesen von mir, aber die Leni hat mich natürlich wieder erinnert an meinen Traum, gell? Ja, das ist gut. Sehr gut. Das sucht einer das ist deftig. Der ist gerade. Tiefe, das ist fertig. Ja. Das ist fertig. Ja. So, die Wartungseinheit ist soweit zusammengebaut und dicht, hoffentlich. Wir können sie also an die Grundplatte anschrauben. Das ist der Rücklauf oder der Vorlauf, das habe ich noch nicht herausgefunden, aber noch nicht fixiert, ist ja egal. Dann der entsprechende Rücklauf. Auf diesen Regalhaken hier wird dann die Heizung wohnen. Aber wichtig ist für mich heute mal der Glykolkreislauf. Das hier wird ein Glykolkreislauf und dann machen wir hier dann die Dichtheitsprobe. Ja, Dichtheitsproben sind bei uns berühmt berüchtigt. Sie halten nicht immer stand. Ich habe ja Ausrede, ich bin ja kein Installateur. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir die Fußbodenheizungsrohre wiederverwenden? Hier, das sind Aluminium-Mehrschichtverbundrohre, 20 mm stark. Mit denen haben wir unter anderem die Heizgleisverteiler unserer Fußbodenheizung verrohrt. Kalibrator.
Ja, ich bin gespannt, ob das dicht ist. Diese Verbindungen 100%. Sorgen mache ich mir um die großen Verbindungen beim Wärmetauscher. Stell dir vor, das geht auf einmal auf und wir sitzen drin. Dann gibt es ein Glykolbad. Ja. Ja, weil ich gerade beim Abdichten bin und bald eine Dichtheitsprobe beginne. Die Dichtheitsprobe im Technikraum hat standgehalten. Das ist mittlerweile ein paar Tage her. Sind wir froh, Gott sei Dank, es war kein allzu großer Schaden. Die Mauer ist mittlerweile wieder ausgetrocknet. Ja, ich habe mich in der Zwischenzeit auch ein bisschen investigativ getätigt. Ich habe den ominösen Fitting, den Adapter, zerbrochen. Der hat wirklich nicht viel Kraft benötigt und ist direkt in 2 Teile gebrochen. Man sieht hier drinnen, dass leichte Korrosionsspuren im Haarriss vorhanden waren. Das ist kein blankes Metall mehr, sondern das ist korrodiertes Metall. Meine Vermutung liegt also in die Richtung, dass mir das selbst passiert ist, wie ich 2 Wochen davor in dem Raum Montagetätigkeiten durchgeführt habe. Vielleicht habe ich mich an dieser langen Wasserverteilerorgel ein bisschen angelehnt. Dadurch, dass es so lang ist, kann man durch eine leichte Bewegung auf einer Seite schon sehr hohen Drehmoment ausüben. Dieses Mysterium ist also gelöst. Wir sind sehr froh darüber. So, wir sind bereit für die Dichtheitsprobe. Kompressor ist voll. Wir machen die Dichtheitsprobe mit Luft auf 3 bis 4 Bar. Wenn das morgen noch immer den gleichen Druck hat, das System, dann kommt Glykol rein. Falls wir bis morgen die Dichtheitsprobe nicht bestehen, dann ist das Ultimatum vorüber und wir nehmen den Holzofen in Betrieb. Ich will nämlich meinen Geburtstag feiern und habe ich ein paar Freunde eingeladen und dann wollen wir es uns gut gehen lassen da drin. So, der Gabriel hat gerade den Stopfen reingemacht. Das Ganze scheint nämlich soweit dicht zu sein. Ich habe noch eine Dichtheitsprobe mit Spülmittel gemacht. Es gab keine Blasenbildung. Jetzt füllen wir bis auf das Niveau, dass wir alle diese Verbindungen, die ich gebaut habe, verdecken. Und wenn die verdeckt sind und noch immer keine Blasenbildung ist, dann weiß ich zumindest, dass wir hier im inneren Bereich dicht sind. Ja, wir haben da einen kleinen Transportschaden gehabt am Hot Tub und wie befürchtet hat das leider ein größeres Leck nach sich gezogen. Wie der Füllgrad vom Hot Tub niedriger war das noch kein Problem, aber jetzt, wo immer mehr Wasserdruck drin ist, weil immer höher gefüllt ist, hat das natürlich Undichtigkeiten nach sich gezogen. Ganz kleine Undichtigkeiten gibt es fast immer bei so einem selbst abdichtenden Holzfass. Ja, das nächste Problem, was wir haben, ist natürlich meine Dichtheitsprobe, die wir traditionsgemäß nicht bestanden haben. Ja, ich denke, die Luftblasen kann man sehen. Das ist nicht allzu viel, aber es reicht natürlich für eine Kontamination des Badewassers mit Glykol. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. So ungut es auch ist, das ganze Ding muss wieder raus. So, es ist heute Gabriels Geburtstag, aber Gabriel ist leider noch beschäftigt, das dicht zu bekommen. Ja, ist nicht so erfreulich. Also ich war richtig deprimiert vorgestern für den Gabriel. Aber ja, wir schauen jetzt mal, dass wir das noch hinkriegen und dann hoffentlich einen schönen Geburtstagsabend verbringen. Der Countdown läuft. Werden wir es schaffen oder nicht? Man weiß es nicht. Wir hoffen es natürlich, dass wir es schaffen. Also ich hoffe es für den Gabriel, dass die Männer dann am Abend eine schöne Zeit haben. Ja, ihr seid live dabei, also schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, es ist eingeheizt. Ich hoffe, es wird rechtzeitig warm. Wir sind ein bisschen spät dran. Beleuchtung ist schon aufgehängt.
Aufdrehen werden wir es dann später, wenn es auch dunkel ist, da sieht man es besser. So, das mit dem Hot Tub fällt vielleicht ins Wasser. Wortwörtlich. Ja, ich kriege es einfach nicht dicht. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv auch fürs Heizen. Ich heize jetzt seit 1,5 Stunden und bin erst auf 16 Grad von 10 Grad. Ungefähr mit 10 Grad kommt das Wasser daher. Ja, ich frage mich, wie das funktionieren soll. Das wird leider nicht funktionieren. Das eine funktioniert nicht, dafür funktioniert das andere. Nämlich gibt es hier schon lecker Schokospieße. Hier ist die Schokofabrik eröffnet und die Produktion läuft. Wenigstens läuft irgendwas, wenn schon nicht das Hot Tub. Ja, es läuft aber es läuft aus. Ja. Ja, Hallöchen, ein neuer Tag. Wir sind bereit. Gabriel hat sich schon in Schale geworfen. Es geht weiter beim Hot Tub. Etwas Abwechslung zwischendurch, etwas Entspannung ist geplant. Wie ihr wisst, gab es bisher einige Komplikationen bei unserem Hot Tub. Wir haben es nicht dicht bekommen. Weder das Hot Tub noch die Zusatzheizung. Das heißt, die Zusatzheizung fliegt raus. Ich habe aktuell keine Nerven und auch keine Zeit dafür. Und es kommt stattdessen eine Folie rein. Schön. Werden wir es schaffen, dicht zu bekommen? Werden wir es nicht schaffen? Sicher. Irgendwann muss alles dicht sein. Solange wir selber noch dicht sind, ist alles gut. Nicht wahr? Mhm. Yep. Der nächste Schritt ist die Halterung für den Ofen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, hat jemand von euch ein Badefass zu Hause? Wie betreibt ihr das? Und habt ihr eins mit Folie, ohne? Würde uns interessieren. So, wir können dort drin ja nichts mehr anschrauben und damit die Sitzbänke nicht aufschwimmen, befestigen wir jetzt unten dran Pflastersteine für die Beschwerung. Es passiert wirklich. Ja, bei uns heißt es mal wieder Wassermarsch. Diesmal bleibt es auch hoffentlich drin. Und freust du dich schon? Ja, ich freue mich natürlich sehr. Ich heize jetzt noch schnell ein und dann gibt es Mittagessen. Ja, wir haben heute Freitag, es ist Wochenende, also lasse das Wellness-Wochenende beginnen. Ich habe gerade den Badebottich umgerührt und zur Feier des Tages rührt Leni gerade hier um. Ja, es wird dann Kuchen geben. Wir lassen es uns heute richtig gut gehen, wenn dann
richtig und gescheit. Also, ab in den Ofen. Lecker. So, der Gabel macht jetzt gerade die hoffentlich letzte Kontrolle. Und es ist schon warm genug. Vor einer halben Stunde hatten wir 35 Grad, das heißt mittlerweile sollten die 37 bis 38 erreicht sein. Ich mische jetzt einmal durch und dann schauen wir schnell auf den Temperaturfühler. So, wir sind bereit für unseren Wellnessabend. Gabel hat sich schon in die Schale geworfen. Wunderbar. Also rein in das Badefass. Die 38 Grad sollten erreicht sein, das ist nämlich Lenis Wohlfühltemperatur. Für mich ist ein bisschen zu heiß, vielleicht muss ich mal kurz raus zwischendurch. So, jetzt geht's raus. Wie viel Grad hat es eigentlich draußen? 1 Grad. Schauen wir, dass wir schnell rausgehen und ins Wasser reingehen. Das geht eigentlich. Bereit? Oh ja. So lässt sich's leben. Und hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Oh ja, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Jetzt sind wir endlich einmal am Genießen. Ja, auf diesen Moment haben wir gewartet und uns schon sehr gefreut. Nach über 4 Jahren dürfen wir bei unserem Haus ein bisschen Wellness-Feeling haben und jetzt entspannen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!